Hallo und herzlich willkommen zur Fortbildung Open Innovation Manager. In diesem Modul befassen wir uns mit dem Thema Open Innovation in Unternehmen. Durch die großen gesellschaftlichen und technologischen Trends unserer Zeit hat sich Open Innovation zu einem hochrelevanten Instrument der Innovationsförderung in der Wirtschaft entwickelt. Aber welche Ziele kann ein Unternehmen eigentlich genau mit der Anwendung von Open Innovation verfolgen? Ein Grundprinzip des Ansatzes und auch ein wesentliches Ziel für Unternehmen liegt zum Beispiel im Aufbau neuer Kooperationen mit AkteurInnen außerhalb des Unternehmens. Auf diese Weise kann es seine Expertise, seine Ressourcen und damit seine wirtschaftlichen Möglichkeiten grundlegend erweitern. Ein zweites Ziel liegt in der verbesserten Erkundung neuer technologischer Trends. Wie bereits dargestellt, entstehen permanent zahlreiche neue Technologien. Diese sollte man frühestmöglich verstehen und dann schnellstmöglich entscheiden können, ob die Technologie Chance oder Risiko für das Geschäftsmodell des Unternehmens ist. Ob sie es aufgreifen sollten oder sich nicht damit weiter befassen. Dafür sind Kompetenzen erforderlich, die ein einzelnes Unternehmen heutzutage kaum noch selbst vorhalten kann. Durch Open Innovation kommen zudem neue Impulse und Sichtweisen ins Unternehmen. Auf diese Weise können als dritter Aspekt neue Geschäftsmöglichkeiten identifiziert werden, die man andernfalls vielleicht gar nicht entdeckt hätte. Ein weiteres Ziel bezieht sich auf häufig komplexe Forschung und Entwicklungsprojekte. Durch die gezielte Einholung externer Expertise kann hier eine Beschleunigung einsetzen und die Entwicklungszeit und damit die Forschung und Entwicklungskosten pro Projekt gesenkt werden. Zudem kann man so die Risiken von Innovationsprojekten mindern. Es stellt sich nun die Frage, wie Open Innovation in Unternehmen eigentlich umgesetzt werden kann. Hierbei unterscheiden wir zunächst zwischen zwei Bereichen: Prozesse, die in das Unternehmen hineinfließen, und Prozesse, die sich aus dem Unternehmen herausbewegen. Prozesse, die nach innen gerichtet sind, führen häufig zu einem Zustrom neuer Ideen, Impulse oder Expertise. Zu diesen Prozessen gehört zum Beispiel die Co-Innovation oder Co-Creation mit GeschäftspartnerInnen wie zum Beispiel LieferantInnen oder KundInnen. Sie kennen sich mit dem relevanten Markt in der Regel gut aus und ihr Wissen kann zum Beispiel bereits in der Produktentwicklung einfließen. Ein zweiter, ebenfalls nach innen gerichteter Prozess ist die Forschung und Entwicklung mit Hochschulen oder Instituten. Ob nun gezielte Auftragsforschung oder die Beteiligung an Drittmittelprojekten. Die direkte Verknüpfung mit WissenschaftspartnerInnen eröffnet Quellen für neuartiges und zukunftsrelevantes Wissen. Zu den Möglichkeiten der Open Innovation gehört auch die Einbindung größerer Wissensgruppen, wie zum Beispiel die Anwendung von Crowdsourcing. Dabei bittet das Unternehmen eine größere Gruppe an Menschen, ihre Expertise zur Lösung eigener Herausforderungen einzubringen. Um diese Wissensgenerierung zu kanalisieren, gibt es mittlerweile einige eigene Open Innovation Plattformen. Zudem kann ein Unternehmen auch gezielt Ideenwettbewerbe oder thematisch fokussierte Hackathon-Challenges ausgeben. Bei Prozessen, die nach außen gerichtet sind, nutzt das Unternehmen häufig eigenes Wissen, um damit am Markt erfolgreich zu sein. Zu möglichen Open Innovation Formaten gehören zum Beispiel Joint Ventures. Hierbei bringen zwei oder mehr Unternehmen ihre jeweilige Expertise zusammen, um Entwicklungsprojekte voranzutreiben, die so innovativ oder inhaltlich komplex sind, dass es für ein einzelnes Unternehmen alleine nicht möglich gewesen wäre. Zu den nach außen gerichteten Formaten gehört auch das Gründen von Spin-offs, also Ausgründung aus dem eigenen Unternehmen, gegebenenfalls auch mit Geschäftspartnern. Spin-offs werden häufig genutzt, um außerhalb der eigenen Organisation neue wirtschaftliche Möglichkeiten zu schaffen. So wird auch der Einstieg themenspezifischer Investoren mit relevanter Expertise ermöglicht. Ein dritter Aspekt ist die Auslizenzierung von geistigem Eigentum, Intellectual Property. Hierbei wird wertvolles Firmenwissen außerhalb des Unternehmens zur Verfügung gestellt, um zum Beispiel bisherige Schutzpatente aktiv wirtschaftlich zu nutzen. Ein wesentlicher Bestandteil des Open Innovation Prinzips ist die Kooperation mit AkteurInnen außerhalb des Unternehmens. Aber welche AkteurInnen kommen hierfür eigentlich in Frage? Es stellen sich zunächst einmal drei Gruppen heraus. Die erste Gruppe ist im direkten Umfeld des Unternehmens zu finden. Darunter Marktbegleiter oder GeschäftspartnerInnen. Hierzu gehören zum Beispiel GeschäftskundInnen, vielleicht sogar die EndkonsumentInnen oder Zulieferer des Unternehmens. Diese können mit ihren spezifischen Markt- und Produktwissen wertvolle und sofort nutzbare Informationen einbringen, wie zum Beispiel direkt in die Produktentwicklung. Auch marktbegleitende Unternehmen oder sogar Wettbewerber kommen in Frage, zum Beispiel als Vertrags- oder Forschung- und Entwicklungspartner. Die zweite Gruppe besteht aus AkteurInnen, die nicht im direkten Marktumfeld aktiv sind, aber allgemein einen substanziellen Beitrag zum Gelingen von Innovationsvorhaben liefern können. Hierzu gehören zum Beispiel Wirtschaftsförderung, Kammern,
Branchennetzwerke oder Verbände, die permanent neues, themen- oder branchenspezifisches Wissen aufbereiten oder sogar selbst erarbeiten, häufig mit Unternehmen zusammen. Hieraus können neue Impulse entstehen, die das Unternehmen direkt für sich nutzen kann. Auch Startups kommen natürlich als Kooperationspartner in Frage. Sie bewegen sich in der Regel nicht auf derselben Wertschöpfungsstufe, bringen aber häufig neue Technologien oder digitale Lösungen ein, die das Unternehmen in spezifischen Aspekten voranbringen können. Die dritte und letzte Gruppe fokussiert WissenspartnerInnen. Hochschulen und Institute entwickeln zukunftsrelevantes und vor allem neuartiges Wissen, das einen Wettbewerbsvorteil darstellen kann. Sie können über Auftragsforschung direkt beauftragt werden, das Unternehmen kann sich aber auch an Drittmittelprojekten beteiligen und so direkt von den Ergebnissen profitieren. Auch wissenschaftlich geführte Reallabore, öffentlich geförderte Innovationsnetzwerke oder Exzellenzcluster bieten Möglichkeiten der Co-Innovation. Wirtschaft und Verbände sowie Hochschulen und Institute gehören dabei zu den 4 Bereichen einer Stadtgesellschaft. Durch das Konzept einer Open Innovation City kommen 2 weitere Bereiche hinzu: Verwaltung und Politik sowie Bürger- und Zivilgesellschaft. Auch hier lassen sich zahlreiche Anknüpfungspunkte für die offene Zusammenarbeit finden. Die öffentliche Verwaltung, Stadtwerke oder kommunale Unternehmen arbeiten beispielsweise häufig an großen, technologieorientierten Projekten, wie der Umsetzung von Smart Cities, neuer Verkehrs- und Mobilitätsinfrastruktur sowie Nachhaltigkeits- oder Energiekonzepten. Hierzu brauchen sie Umsetzungspartner aus der Wirtschaft. Auch in der Bürger- und Zivilgesellschaft steckt eine Menge Potenzial für Open Innovation mit Unternehmen. Operative Stiftungen oder andere zivilgesellschaftliche Organisationen arbeiten häufig inhaltlich und themenspezifisch, zum Beispiel rund um aktuelle Trends. Soziale Einrichtungen aus Kunst, Kultur, Sport oder die Bürgerinnen und Bürger selbst können Wissen und Impulse einbringen, die dem Unternehmen sonst nicht zur Verfügung stehen würden. Durch diese Perspektive der 4 Bereiche der Stadtgesellschaft ergibt sich für Unternehmen ein lokales bzw. regionales Innovationsökosystem. Insbesondere durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit verschiedenen AkteurInnen erweitern Unternehmen so ihren Rahmen wirtschaftlicher Möglichkeiten. Die Einführung von Open Innovation im eigenen Unternehmen ist ein großer Schritt, der einiges an Vorbereitung erfordert. Wir stellen nun einige zentrale Aspekte der Umsetzung vor. Als erstes sollten Unternehmen einen individuellen Trendradar bzw. aktiver formuliert ein Trendscouting implementieren. Das Ziel besteht darin, wesentliche Entwicklungen, zum Beispiel neuer Technologien oder gesellschaftlicher Trends, möglichst frühzeitig zu identifizieren und dementsprechend auch rechtzeitig entscheiden zu können, wie das Unternehmen damit umgehen möchte. Ein mögliches Ergebnis der Analyse könnte hierbei sein, dass der neue Trend für das eigene Geschäftsmodell relevant ist. Entweder als wirtschaftliche Chance, die man ergreifen müsste, oder als Risiko, mit dem man umgehen sollte. Individuell sollte das Trendscouting daher immer sein, weil jedes Unternehmen natürlich in einem anderen Kontext, beispielsweise in einer anderen Branche, tätig ist. Teil des Trendscoutings ist es daher, dass das Unternehmen die relevanten Quellen im Vorfeld definiert. Dazu könnten schriftliche Veröffentlichungen gehören, wie Branchenreports oder gesellschaftliche Studien, aber auch der Newsletter des lokalen Startup-Inkubators. Anschließend sollte das Unternehmen für sich entscheiden, in welchen Bereichen eine Öffnung nach außen und damit eine Umsetzung von Open Innovation sinnvoll ist. Ausschlaggebend sollte hier sein, dass das Unternehmen festlegt, wo es die größten Mehrwerte durch offene Innovationsprozesse erzielen kann. Beispielsweise für komplexe Entwicklungsprojekte oder konkrete Marktchancen, zu denen man zügig Expertise von außen benötigt, um sie umsetzen oder ergreifen zu können. Auch könnte ein Unternehmen zunächst ein Pilotprojekt für Open Innovation definieren. Da die Umsetzung von Open Innovation in der Regel auch Aufwand und Steuerung mit sich bringt, ist eine Priorisierung in jedem Fall zu empfehlen. Als Orientierung dient hier das eigene Geschäftsmodell, an dem sich Open Innovation Maßnahmen eng orientieren sollten. Sind die Themen, zu denen das Unternehmen die Umsetzung von Open Innovation Maßnahmen plant, einmal festgelegt, steht die Auswahl geeigneter Open Innovation Partner. Auch als Konsequenz des Trendscoutings macht es für Unternehmen ganz allgemein Sinn, sich ein individuelles Innovationsökosystem aufzubauen. Dazu legt das Unternehmen AkteurInnen aus den 4 Bereichen der Stadtgesellschaft fest, mit denen es sich eine inhaltliche Zusammenarbeit grundsätzlich vorstellen kann. In den Abschnitten zuvor haben wir bereits einen kleinen Überblick über potenzielle PartnerInnen für Open Innovation Prozesse und Formate gegeben. In Bezug auf das konkrete Vorhaben ist es dann elementar wichtig, PartnerInnen mit den richtigen inhaltlichen Passungen im eigenen Innovationsökosystem zu identifizieren. Im Folgenden sollte das Unternehmen dann die Strukturen schaffen, die eine Öffnung und Anbindung an externe AkteurInnen zulassen und die Umsetzung von Open Innovation ermöglichen.
Zu den Strukturen könnte zum Beispiel eine passende Infrastruktur wie digitale Kanäle oder der Zugang zu einer Crowdsourcing-Plattform gehören. Zudem sollten geeignete inhaltliche Austauschformate festgelegt werden und initiiert werden. Darüber hinaus kann es Sinn machen, ausgewählte MitarbeiterInnen zu benennen, die Open Innovation Prozesse betreuen, um die Zielerreichung für das Unternehmen sicherzustellen. Nun beginnt der eigentliche Austauschprozess im Rahmen der Open Innovation. Genau jetzt sollte das Unternehmen den Wissenszufluss von außen zulassen. Das klingt vielleicht simpel, tatsächlich ist es für die Öffnung hin zu externer Expertise allerdings häufig eine Veränderung der Unternehmenskultur, die noch erforderlich ist. Zum Beispiel sei die Zusammenarbeit mit Startups genannt. Werden diese als unreife Existenzgründung betrachtet und nicht auf Augenhöhe, findet wertvoller Input von dieser Seite vielleicht keine Akzeptanz im eigenen Unternehmen. Zudem sollte das Unternehmen auch darauf achten, dass Open Innovation Prozesse Win-Win-Prozesse darstellen. Sollte es also zur Kooperation gehören, dass auch das eigene Unternehmen Informationen, Expertise oder Daten bereitstellt, so ist es auch zu empfehlen, dies umzusetzen, damit sich kein Ungleichgewicht in einer Beziehung mit externen PartnerInnen bildet. Zumindest zu einem deutlichen Anteil beruht Open Innovation immer auch auf Vertrauen. Vor diesem Hintergrund ist es daher auch wichtig, Grenzen der Offenheit für das Unternehmen festzulegen. Diese können zum Beispiel technischer Art sein. Sie legen dann fest, welche Infrastruktur für Open Innovation Prozesse genutzt werden darf und auch welcher personeller Art sie sein können und den Kreis der Personen benennen, in denen offene Prozesse eingebunden sind. Natürlich gehört auch die thematische Festlegung dazu. Die Grenzen der Offenheit können und sollten aber auch festlegen, welche Informationen oder Daten derart vertraulich sind, dass sie nicht mit externen AkteurInnen geteilt werden dürfen. Grenzen der Offenheit gehören fest zum Prinzip der Open Innovation, daher ist es zu empfehlen, sich im Unternehmen frühzeitig darüber zu verständigen. Last but not least sollte bei der Open Innovation Einführung sichergestellt werden, dass die Menschen im Unternehmen auf diesem Weg mitgenommen werden. Zum einen in Bezug auf die Qualifizierung, um überhaupt Open Innovation Prozesse durchzuführen, zum anderen aber auch emotional, denn mit Sicherheit wird eine Öffnung nach außen einige Mitarbeitende begeistern und zu neuen Entwicklungen motivieren. Ebenso sicher ist allerdings, dass es auch Mitarbeitende geben wird, die genau solch einen Schritt Sorgen bereitet. Hierzu ein Beispiel. Wenn eine Person über Jahre hinweg wesentliche Kompetenzträgerin für ein Thema und damit auch immer erste Ansprechperson war, kann dies zu der Befürchtung führen, dass die eigene Jobsicherheit gefährdet ist, wenn in diesem Bereich künftig Expertise von außen eingeholt wird. Es ist ratsam, diese Bedenken ernst zu nehmen, die Einführung von Open Innovation als Change-Prozess zu betrachten und die Menschen im Unternehmen auch kommunikativ eng einzubeziehen. Damit sind wir bereits am Ende dieses Moduls angekommen. Vielen Dank, dass Sie beim Thema Open Innovation in Unternehmen dabei waren. Schauen Sie sich auch die anderen Module unserer Fortbildung Open Innovation Manager an.